Hallo Leute und herzlich willkommen. In dieser Videoreihe möchte ich mit euch über die Grundlagen des Glaubens sprechen. Oft denkt man, Glaube bedeutet etwas nicht genau zu wissen, sondern nur zu vermuten. Heute möchte ich doch jedoch zeigen, dass das nicht der Fall ist. Also, nimm deinen Chai, lehn dich zurück und lass uns gemeinsam loslegen. Um Wissen zu erlangen, gibt es zwei Methoden, die empirische und die logische Methode. Diese Vorgehensweise brauchen wir, um den Wahrheitsgehalt unseres Wissens zu füllen und zu bestätigen. Aber wie funktioniert das Ganze? Die empirische Methode basiert auf der Beobachtung und Erfahrung der physischen Welt, also alles, was sich sehen und anfassen kann. Man versucht hierbei, die Existenz einer Sache durch Beweise aus der Natur oder der materiellen Welt zu belegen. Das bedeutet, dass man Beweise durch Experimente, Messungen oder wiederholbare Beobachtungen sammelt. Machen wir das Ganze durch ein Beispiel verständlicher. Stellen wir uns vor, ich habe zwei wunderschöne Pflanzen, die ich in zwei verschiedenen Umgebungen stelle. Eine Pflanze stelle ich an einen sonnigen Platz, die andere in einen dunklen Raum. Nach einigen Tagen beobachte ich dann die Ergebnisse. Die Pflanze im Licht wächst und gedeiht ohne Probleme, während die Pflanze im Dunkeln schwach wird und kaum noch wächst. Unser Experiment zeigt empirisch, dass Pflanzen Licht zum Wachsen brauchen. Et voilà! Methode angewendet, Wissen bestätigt. Kommen wir nun zum zweiten Verfahren, die logische Vorgehensweise. Sie beruht, wie der Name auch bereits von sich gibt, auf logischem Denken und Schlussfolgerungen. Hier versucht man, die Existenz einer Sache durch logische Überlegungen und Gedankengänge zu beweisen. Hierzu auch ein Beispiel. Sagen wir mal, Maria lebt in einem Haus ohne Fenster. Zugegeben, eine schreckliche Vorstellung. Aber machen wir mal weiter. Also, Maria lebt in einem Haus ohne Fenster und hat keinerlei Möglichkeit, nach außen zu sehen. Dann betritt eine zweite Person den Raum. Hannah. Sie ist völlig durchnässt, hält einen Regenschirm in der Hand und draußen donnert und blitzt es. Jetzt muss Maria mit logischem Denken schlussfolgern, was draußen vor sich geht. Also fängt sie an nachzudenken und stellt Prämissen auf. Die erste Prämisse, also Annahme. Hannah ist nass. Die zweite, Hannah hat einen Regenschirm in der Hand. Die dritte Annahme, Maria hört, wie es draußen blitzt und donnert. Die Schlussfolgerung? Aufgrund der Beobachtung von Hannahs Nässe, dem Regenschirm, den Geräuschen von Donner und Blitz kann Maria durch logische Gedankengänge schließen, dass es draußen regnet, ohne direkt den Regen gesehen zu haben. Was ist denn nun der Unterschied zwischen den beiden Vorgehensweisen? Mit der empirischen Methode können wir die Welt durch unsere 5 Sinne wahrnehmen und untersuchen. Das bedeutet, dass wir nur das untersuchen können, was wir direkt sehen, hören oder fühlen. Der logischen Methode jedoch sind keine Grenzen gesetzt. Sie erlaubt es uns auch über Dinge nachzudenken, die wir nicht sehen oder direkt wahrnehmen können. Allerdings kann es beim empirischen Verfahren die Gefahr geben, dass unsere Sinne von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden und damit unsere Wahrnehmung verfälschen. Ihr erinnert euch bestimmt an das Kleid, das vor ein paar Jahren auf Instagram viral ging. Es ging um dieses eine Foto von dem Kleid, bei dem sich plötzlich alle gefragt haben, ist es blau-schwarz oder weiß-gold? Die einen haben behauptet, ja, es ist blau-schwarz. Die anderen waren fest davon überzeugt, es sei weiß-gold. Aber was steckte dahinter? Es stellte sich raus, dass es alles mit der Belichtung des Bildes und der Art, wie unser Gehirn Farben interpretiert, zu tun hatte. Abhängig davon, wie unser Gehirn das Licht auf dem Bild verarbeitet, konnte man entweder das eine oder das andere Farbenset sehen. Naja, schlussendlich, das Kleid war blau-schwarz. Dieses Beispiel zeigt uns auf jeden Fall, wie unterschiedlich unsere Wahrnehmung sein kann. Und deswegen ist auch bei der empirischen Methode Vorsicht geboten. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass keiner der beiden Methoden grundsätzlich besser ist als die andere. Vielmehr hängen ihre Aussagekraft und Stärke davon ab, was genau untersucht wird. In dieser Videoreihe werden wir uns mit der zweiten Vorgehensweise beschäftigen. Das bedeutet, wir reduzieren die Existenz nicht auf das, was direkt wahrgenommen werden kann, sondern lenken den Fokus auf die viel ausgedehntere, nicht sichtbare Dimension der Existenz. Denn im Islam ist der Glaube an Gott eine Angelegenheit des Verborgenen, des sogenannten Gaib.
Das Wort Gaib bezeichnet Wahrheiten, die der Mensch nicht mit seinen Sinnen wahrnehmen kann, sondern mit Hilfe von logischem Denken und seinem Glauben erkennen. In diesem Zusammenhang werden wir uns auch der Frage widmen, warum wir Gott nicht sehen und ihn mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Diese und weitere Fragen werden wir in den kommenden Videos beantworten. Chai. Apropos, abonnieren nicht vergessen und bitte teilen nicht vergessen. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Nicht-Akzeptieren der Existenz einer Sache nicht dasselbe ist wie das aktive Ablehnen ihrer Existenz. Letzteres müsste nämlich bewiesen werden. Viele Menschen verwechseln das. Etwas nicht anzunehmen und es abzulehnen sind zwei völlig unterschiedliche Standpunkte. Wenn ich sage, ich glaube nicht, dass es in der Küche Chai gibt, bedeutet das nicht, dass ich mir sicher bin, dass kein Chai da ist. Es heißt nur, dass ich bisher keinen Grund sehe, daran zu glauben. Aber wenn ich sage, es gibt keinen Chai in der Küche, dann mache ich eine klare Aussage, die ich beweisen müsste. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Frage nach Gott. Zu sagen, ich glaube nicht an Gott, bedeutet nur, dass man keinen Grund sieht, daran zu glauben. Das ist nicht dasselbe wie zu behaupten, Gott existiert nicht, was eine beweisbare Aussage wäre. Ist es aber nicht. Passend zum Thema erzähle ich euch mal eine witzige Anekdote von mir. Und die ist wirklich so passiert. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Kartenspiel bei Trendyol bestellt. Die Tage vergehen, nichts kommt an. Also habe ich mich beim Kundenservice gemeldet und eine Beschwerde eingereicht. Ihre Antwort per Mail war, dass ich doch bitte beweisen soll, dass das Paket nicht angekommen ist. Klar, mache ich. Soll ich ein Bild vom leeren Briefkasten machen oder eher ein Foto, wie ich auf den leeren Boden starre, wo das Paket sein sollte? Und dann kann ich noch darunter schreiben, seht ihr, kein Kartenspiel. Ihr seht also, genau wie beim Kartenspiel ist es so oft unmöglich, das Nicht-Vorhandensein von etwas wirklich zu beweisen. Genauso verhält es sich mit dem Glauben. Die Abwesenheit eines Beweises ist eben kein Beweis für Abwesenheit. Sprich, die Nicht-Existenz von etwas nachzuweisen ist nahezu unmöglich. Also liebe Leute, bleibt dran und seid gespannt. Im nächsten Video geht's hier weiter. Vergiss nicht zu abonnieren, zu teilen und ganz wichtig, euren Chai bereit zu halten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.